Kann man bei Action wirklich gutes Näh- und Bastelzubehör kaufen oder ist es am Ende nur billiger Ramsch? Genau das habe ich mir mal angesehen. Viel Spaß beim Video! Hallo meine lieben Nähfreunde, ich bin Annika vom Kanal Knopf und Nadel und ich war bei Action und habe dort eingekauft. Alles Mögliche zum Thema Plotten, Basteln, Nähen und die DIY-Sets. Übrigens ist dieses Video nicht gesponsert, das ist meine ganz ehrliche Meinung und Einschätzung zu Action. Ich war dort einkaufen und teste die dann hier gleich live für euch in diesem Video. Das heißt, ihr bekommt nicht nur einen kleinen gemeinsamen Einkaufsbummel, sondern gleich den Test und meine direkte Bewertung dazu. Denn alles, was ich getestet habe, habe ich für dich auch gleich eingeordnet. Dabei habe ich eben diese verschiedenen Kategorien getestet. Ich habe aber auch etwas ganz Kurioses gefunden. Das wird hier der letzte Test sein. Das muss ich dir unbedingt zeigen, weil ich das so absurd fand. Ich wollte es unbedingt ausprobieren und in diesem Video zeigen, weil das wirklich merkwürdig ist. Und ganz am Ende von diesem Video gibt es noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich etwas richtig Cooles gewinnen. Es hat auch mit meinem Einkaufsbummel zu tun. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mal mit in den Laden. Kommt mit! Gleich am Anfang ist mir aufgefallen, wie groß die Auswahl an Farben und Stiften ist. Also ob man jetzt zum Beispiel einzelne Acrylfarben oder riesige Farbsets kaufen möchte, das spielt hier keine Rolle. Man kann hier wirklich eine ganz große Auswahl genießen. Auch wirklich alle Farben sind dabei, auch Pastellfarben. Also alles, was das Herz begehrt. Auch Leinwände gab es. Und gerade wenn man gerne bastelt oder Karten gestaltet, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in dieses Regal hier, denn es gibt sogar Alkoholmarker, Permanentmarker, auch Textilstifte habe ich schon beim Action bekommen. Und da hat man eine riesen Auswahl. Und ich sag mal so, diese Pinsel hier, ne, für 75 Cent oder 99 Cent, die kann man doch eigentlich immer gebrauchen. Kommen wir jetzt zweites zum Thema Basteln. Da dreht sich jetzt erstmal alles um Perlen, denn als erstes war ich in der Perlenabteilung. Die ist richtig groß. Es gibt eine riesen Auswahl an Perlen. Perlen kann man ja eben nicht nur für Armbänder oder Ketten oder so benutzen, sondern eben auch für Kordeln oder für die Taschen. Also du kannst da tolle Anhänger machen und so weiter. Ich habe dazu auch noch richtig coole Wachsbänder gefunden, denn das Band, das ich benutze, um Armbänder zu machen, das geht immer wieder auf. Deswegen war ich ganz froh, dass es hier welches mit Wachs gibt. Es gibt eine ganz große Abteilung mit allen möglichen DIY-Sets. Das hier kostet zum Beispiel 1,98 € und man hat dann so eine Pappmaché-Vase und ich habe mich erstmal gewundert, wie dieser Preis zustande kommt und habe mir deswegen mal die Verpackung genau angeschaut. Also tatsächlich hat man hier so einen Papprohling, den man beklebt. Okay, dann ist der Preis in Ordnung, aber ich habe mich wirklich gewundert, wie man eine DIY-Vase für unter 2 € bekommen kann. Dazu gibt es auch noch richtig süße Stoffsticker. Die sind jetzt wirklich ganz normale klebende Sticker. Ich finde sie aber schön, um sie zum Beispiel auf Bücher drauf zu kleben oder auf eben so Boxen oder so oder aufs Zeugnisheft oder Hausaufgabenheft oder was auch immer. Da habe ich auch mal ein paar mitgenommen, weil die mir so gut gefallen haben. Es gibt auch Holzrohlinge, die man bemalen oder eben auch beplotten kann. Wie zum Beispiel links diese Spardose oder rechts diese Stadt, die ich irgendwie als Weihnachtsstadt interpretiere. Natürlich möchte ich euch auch diese Motivblöcke hier mit Papier zeigen. Das ist vor allem was für alle, die wirklich gerne basteln und Karten oder Boxen machen wollen. Ich glaube, ihr kennt sowieso alle Action. Diese Mini-Makramee-Blütenanhänger haben es mir auch total angetan, weil die gab es für 99 Cent. Da habe ich euch eins mitnehmen müssen. Und es gibt mehrere verschiedene Sortierboxen. Das sind jetzt nur die aus der Bastelabteilung. Es gibt aber auch noch andere Abteilungen. Und diese Hobby-Organizer finde ich super praktisch. Den habe ich auch wirklich mal direkt ausprobieren wollen. Was passt da denn eigentlich rein? Ich glaube, auch jeder, der kreativ ist, kennt das Problem. Irgendwann fliegen überall kleine Perlen und Knöpfe und Klammern rum. Und deswegen habe ich direkt mal eingeräumt. Ich habe auch die große Stoffschere untergebracht und das finde ich ja richtig praktisch. Die obere Abteilung ist quasi für Kleinteile wie Knöpfe, Perlen, Lederlabel zum Beispiel, könnten da rein Patches und so weiter. Man könnte das aber auch für seine Plotterwerkzeuge nutzen, die kommen dann unten rein und oben rein kommen dann eher so Kleinkram-Sachen. Das funktioniert genauso gut. Unten hat man eben diese gesamte Fläche zur Verfügung, deswegen passt sogar eine Stoffschere rein und oben hat man halt 6 kleinere Fächer zum Sortieren und das finde ich hier wirklich super praktisch und Preis-Leistung ist hier wirklich top.
Das ist eine ganz klare Kaufempfehlung. Das kannst du für dein Näh- oder Bastelzimmer getrost kaufen. Für 3,99 € kannst du nichts falsch machen. Und auch zum Thema Nähen kann man bei Action richtig viel finden. Ich habe zum Beispiel Knöpfe gefunden, aber eben auch so kleine Wäscheklammern. Die sind aber eher Deko, würde ich sagen. Aber die Knöpfe kann man auf jeden Fall ganz normal benutzen. Und dann habe ich noch dieses Druckerpapier gefunden. Da kannst du ein Motiv drauf drucken und dann kannst du daraus dein eigenes Bügelbild machen. Du brauchst dafür aber auf jeden Fall einen Tintenstrahldrucker. Ich habe jetzt aber nur einen Laserdrucker da. Und dann ist mir noch diese Schneidematte untergekommen. Also die schreit ja förmlich nach einem Test. Und die kostet nur 2,39 €. Dazu gab es dann sogar eine Stoffschere bei Action. Rechts daneben seht ihr auch noch andere Scheren, die man gut zum Nähen benutzen kann. Und ich meine, auch die ist ja super günstig gewesen. Deswegen muss die getestet werden. Und in der Haushaltswarenabteilung habe ich noch dieses Mini-Bügelbrett gefunden. Das ist ein Tischbügelbrett. Das kann man sich ja wirklich einfach mal schnell auf den Nähtisch stellen. Die Sache, die man gerade bügeln möchte, erledigen und dann stellt man es weg. Ich meine, es kostet 7,95 €. Also das kann man wirklich mitnehmen. Wo wir gerade beim Thema Zuschneiden sind, da muss ich dir unbedingt noch was zeigen. Ich habe mir nämlich was ganz Neues für euch ausgedacht. Du siehst es hier schon, das ist der neue Knopf- und Nadel-Patchwork-Linealhalter. Wir alle wissen ja, zum Nähen benötigt man eigentlich, vor allem wenn man frei näht, aber auch Schnittmuster überträgt, immer diese super langen Lineale hier. Ich weiß, dass einige von euch die in ihren Schubladen haben, aber manche haben eben nicht so lange Schubladen. Und es wäre doch schön, wenn man die platzsparend an seinem Nähtisch lagern könnte, aber auch immer griffbereit hat. Und deswegen habe ich mir hier diesen Linealhalter für euch ausgedacht. Und wie du hier schon sehen kannst, egal wie hoch die Lineale bei mir sind, die sind ja wirklich sehr, sehr lang, der kippt nicht um. Der hat eben durch seine coole Wellenform die Funktion, dass er nicht umkippen kann, egal wie hoch die Lineale sind, die drinstehen. Und gerade wenn du quiltest oder wenn du deine langen Lineale irgendwo lagern musst, ist dieses Teil für dich wirklich Gold wert. Ich habe mir dabei echt Gedanken gemacht, wie man das Design gestalten kann. Und ich finde, es ist wirklich hübsch geworden. Dabei ist mir natürlich wichtig, dass es immer zu meiner Marke und meinen Produkten passt. Deswegen habe ich dem Ganzen ein Herzchen verpasst, damit es schön aussieht. Du hast hier ganze 4 Fächer, in die aber auch mehrere Lineale mit einmal rein können. Also du kannst die auch nach Größe sortieren, wenn du möchtest. Und dieser Halter kippt eben nicht um. Und der Clou dabei ist, er ist auch erweiterbar. Du kannst so 2 oder 3 nebeneinander stellen und kannst damit sogar zum Beispiel auch noch eine Schneidematte mit unterbringen. Das finde ich zum Beispiel auch richtig spannend, dass man sagen kann, meine Schneidematte kann hier mit in den Linealhalter rein. Mein Design gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ich wollte einfach Bescheid sagen, dass dieser tolle Linealhalter hier jetzt in meinem Shop eingezogen ist. Das ist meine eigene Erfindung und ich freue mich, wenn er dir gefällt und in deinem Nähzimmer einen Platz findet. Dann können wir uns ja jetzt mal die Schneidematte und auch die Stoffschere vornehmen. Die Schneidematte macht dabei einen ganz guten Eindruck. Da haben wir schon die Stoffschere, die ist sogar ein bisschen schwerer und ich finde, anhand der Schrauben sieht man auch schon, dass sie was kann. Ich habe mir noch einen Rollschneider genommen, damit ich die Matte natürlich auch richtig testen kann. Um die Schere auszupacken, brauchte ich jetzt eine andere Schere, ganz klar. Ich liebe die Ironie an dieser Sache. Und ich finde, die Schere macht wirklich einen besseren Eindruck, als ich dachte. Die ist wirklich sehr griffig, die macht einen hochwertigen Eindruck, die ist recht dick. Das heißt, man kann sie nachschärfen. Wenn ich jetzt vergleiche, ich habe noch eine Lidl-Schere oder meine Schere von Chibo, wenn ich die daneben halte, dann sieht man hier wirklich einen Unterschied. Also man hat schon den Eindruck, dass diese Stoffschere schon ein bisschen mehr kann. Ja, ich glaube, dass die sich wirklich gut machen wird. Im Vergleich zu diesen anderen beiden Scheren, die du gerade gesehen hast, liegt die tatsächlich gut in der Hand. Also die ist wirklich bequem zu halten, aber es ist eine Rechtshänderschere. Für links gibt es die nicht im Laden. Und dann dachte ich mir, dann nehme ich mir mal Cord vor, weil Cord schneidet sich manchmal ein bisschen doof, vor allem mit einem Rollschneider. Aber tatsächlich kann ich mit dieser Schere wirklich gut schneiden. Wie gesagt, bei der habe ich auch einen guten Eindruck, dass die nachgeschärft werden kann. Das ist bei einer Schneiderschere, haben wir ja schon gemerkt in verschiedenen Tests,
nicht immer der Fall. Also ich würde sagen, die macht einen besseren Eindruck, als ich dachte. Hier ist Preis-Leistung wirklich ganz, ganz stark. Also wenn du die als Zweitschere anschaffen möchtest, ja, mit links funktioniert es gar nicht. Oder wenn du gerade mit dem Nähen anfängst, dann kannst du dir die kaufen. Ich meine, für 2,39 € kannst du dir später immer noch eine bessere holen. Aber für den Einstieg, wenn du erstmal ein bisschen was zuschneiden willst, gerade für Taschenzuschnitt und so, kannst du die schon richtig gut benutzen. Und jetzt wollen wir noch die Schneidematte testen. Dafür benutze ich meinen Rollschneider und tatsächlich hinterlässt er eigentlich keine Kerben. Ich probiere mal weiter. Wir machen das Ganze gleich nochmal ein bisschen aggressiver, denn nur dann kann man eigentlich Kerben sehen. Das tut mir ein bisschen in der Seele weh, jetzt zu versuchen, die Schneidematte herauszufordern. Aber wenn ich gerade so kurz so zerhexe, also schon allein dieser Staub, der sich da bildet. Aber nein, die sieht tatsächlich richtig gut aus. Ich habe keine Kerben und man hat hier wirklich wunderbar alle Maße drauf. Also du hast hier die richtigen Winkel drauf, zum Beispiel 45 Grad und 90 Grad Winkel, aber auch kleinere und Zentimeterangaben. Hinten drauf ist sie übrigens einfach nur grün, da gibt es keine Angaben, es gibt hier keine Inches. Bei den Preisen kann ich auch nur Nähanfängern oder eben als Zweitmatte und Zweitschere empfehlen, das mitzunehmen. Kommen wir zum Thema Plotten. Also ich glaube, Plotter-Fans kennen Action auf jeden Fall schon, denn es gibt total viele Rohlinge, die sich hier beplotten lassen, wie zum Beispiel eben hier diese Sparbüchse oder diese Häuschen. Es gibt aber auch ganz tolle Teekisten oder irgendwelche anderen Gegenstände, die man eben beplotten kann. Also Rohlinge findest du bei Action auf jeden Fall alle möglichen. Dann gibt es diesen tollen Kleber hier, das ist Sprühkleber, den kann man zum Beispiel benutzen, um seine Schneidematte wieder kleben zu lassen. Und dann habe ich dieses Lightpad mitgenommen. Das habe ich nämlich bei ganz vielen anderen gesehen, dass die das zum Plotten benutzen. Und ich werde das jetzt einmal noch testen. Dieses Lightpad hat 3 Helligkeitsstufen und wird per USB-C-Kabel angeschlossen. Das finde ich erstmal richtig praktisch. Ich habe das jetzt direkt mal an einem Plottermotiv ausprobiert, das ein bisschen filigraner ist, denn dafür soll man das ja benutzen. Und ich hatte das Pad auf der hellsten Einstellung. Trotzdem hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass ich mehr sehe, also die Linien besser erkennen kann. Das ist schade, das liegt vielleicht an mir, keine Ahnung. Also wenn ihr das Lightpad von Action benutzt, kommentiert mal bitte, wie ihr das benutzt. Ich habe dann übrigens auch noch versucht, hier so eine Stickvorlage durchzupauschen. Zu dem Stickrahmen kommen wir übrigens gleich nochmal. Und auch das hat nicht funktioniert. Es kann jetzt daran liegen, dass dieser Stoff halt rosa war und alles, was ich durchpauschen war, wirklich nur so halb durchsichtig, transparent aufgedruckt war. Das war ziemlich schwierig durchzupauschen. Ich denke mal, zum Zeichnen kann man es auf jeden Fall benutzen, aber zum Plotten, weiß ich nicht, ist es wahrscheinlich nicht hell genug. Ich fand es jetzt wirklich nur so mittel und für fast 9 € ist es irgendwie auch zu teuer, um es rumstehen zu lassen. Vielleicht gebt ihr mir auch mal Tipps, für was ich das noch benutzen kann. Deswegen kann ich hier nur so ein kann man kaufen, muss man aber nicht geben. Das ist quasi so mittel. Dieser DIY-Abteilung hätte ich alles kaufen können. Du solltest jetzt vielleicht mal das Video stoppen und mal schauen, was es hier alles gibt. Es gibt Reisingießen, es gibt Sticken, es gibt, also hier sehe ich mir gerade die Sticksets an, es gibt alles zum Thema Häkeln, alles zum Thema Malen. Es gibt auch hier fertige Schalen zum Bemalen. Es gab Pappmaché. Alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst und wirklich günstig, also perfekte Mitbringsel für Kindergeburtstage und Co. Und dann gibt es natürlich hier auch Häkel- und Strickzubehör. Es gab auch ganz tolle Wolle. Mir hat so ein bisschen dieses Makramee hier angetan. Ich benutze das tatsächlich als Kordelersatz. Schaut mal, wie viel Wolle es gibt und ich finde, die macht auch wirklich einen guten Eindruck. Also vor allem die Farben haben mich ja hier begeistert. Wir haben hier viele Pastelltöne und auch wirklich schöne, außergewöhnliche Wolle dabei. Genau, hier dieses Makramee-Garn, das benutze ich tatsächlich als Kordeln. Die ist wirklich gut, weil man das quasi gut standfest bekommt. Man kann das gut aufnähen. Und ich finde, das sieht einfach richtig ästhetisch aus. Ich mag das irgendwie lieber als normale Kordeln. Dann habe ich noch Stickgarn mitgenommen, weil ich ja gerade anfange zu sticken, beziehungsweise ich möchte es mir gerne beibringen mit YouTube-Tutorials. Und dann bin ich noch weitergezogen, denn es gibt ja noch mehr Abteilungen, wo man was finden kann, was für uns interessant ist. Und kennt ihr diese viralen kleinen Körbchen hier? Die gab es auch bei Action für 1,82 € pro Teil in verschiedenen Farben. Und das fand ich sehr, sehr hübsch und deswegen habe ich euch eins für die Verlosung mitgebracht. Ich
Ich bin dann noch mal schnell zu den Sets zurückgekehrt, weil ich fand diese kleinen Makramee-Schlüsselanhänger sowas von niedlich. Da musste ich auch unbedingt noch einen für euch aus der Abteilung holen. Die kosten nur 99 Cent. Super tolles kleines Geschenk. Ich würde jetzt super gerne mal das Stickset testen für euch. Gerade bei Sets ist es ja irgendwie immer spannend, was ist da denn jetzt alles drin? Also auch auf der Verpackung ist immer alles aufgemalt, aber nur wenn man es in der Hand hat, kann man ja mal erfühlen, ob es eine annehmbar gute Qualität hat. Ich meine, das ganze Set hier kam 1,99 €. Also wenn man Sticken schon immer mal ausprobieren wollte, aber sich unsicher ist, dann kann man das mit so einem Set beginnen. Hier ist eigentlich quasi alles drin, um dieses Bild dort zu sticken. Also man hat hier einmal die Anleitung, man hat ein bisschen Canvasstoff, man hat die verschiedenen Stickgarne, wobei mir tatsächlich aufgefallen ist, dass die ein bisschen andere Farben haben als das, was hier aufgemalt ist. Also das haut irgendwie nicht ganz in. Ich habe zum Beispiel kein richtiges Rot dabei, sondern nur so Koralle oder Lila. Naja, wir gucken mal weiter. Hier gibt es eine Vorlage und da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht, dass die nicht auf Stickvlies war, sondern auf einer A4-Seite. Denn dann habe ich eben dieses Lightpad rausgeholt und versucht, das abzupauschen und das hat wirklich gar nicht funktioniert. Es ist halt jetzt schade, weil man sieht durch diesen rosa Canvas-Stoff wirklich nichts durch. Es steht aber so in der Anleitung, man soll es halt entweder abmalen oder man soll es so abpauschen. Das hat aber wirklich gar nicht funktioniert. Also es tut mir leid, ich habe auch Nähgewichte aufgelegt, damit der Stoff noch besser aufliegt. Ich habe die hellste Einstellung genommen, aber ganz ehrlich, selbst die dunkelste Blume, so das war hier die rote, konnte ich kaum durcherkennen. Es tut mir leid, deswegen habe ich dann tatsächlich ein bisschen Freestyle gemalt und beim Sticken selber habe ich dann gemerkt, dass mir da auch Freestyle irgendwie mehr Spaß macht. Die zugehörige Nadel und eben auch das Garn waren ja hier schon dabei. Ich kann euch jetzt leider über die Qualität nicht so richtig ein Urteil geben. Ich habe schon mal qualitativ hochwertiges Stickgarn und eben auch eine Nadel benutzt. Ich musste hier sogar verschiedene Techniken anwenden. Tatsächlich haben die Bildchen mir dabei gar nicht geholfen. Ihr seht unten links mein Handy liegen, weil ich tatsächlich ein YouTube-Tutorial geguckt habe, so wie ihr das bei mir wahrscheinlich auch macht. Und so hat es dann ganz gut geklappt. Also ich bin ganz gut vorangekommen und es sieht auch ganz hübsch aus. Man muss sich das halt wirklich selber aufmalen. Ignoriert mal bitte rechts diesen Ast, den werde ich nicht sticken, der sieht irgendwie hässlich aus, aber ich finde, mein Blümchen ist ganz gut geworden und die Vase sticke ich dann als nächstes noch zu Ende. So ein Stickbild entsteht bei mir tatsächlich über mehrere Tage. Da muss ich immer mal einfach Lust drauf haben. Also hier kann ich nichts anderes als eine Kaufempfehlung geben bei 1,99 €. Mir wäre aber wasserlösliches Stickvlies auf jeden Fall lieber gewesen. Und zu guter Letzt habe ich etwas gefunden, das musste ich euch einfach zeigen. Da konnte ich nicht anders, als das mitzunehmen, um es euch zu zeigen. Nicht, weil ich es gut fand. Das ist wirklich absurd. Das ist ein elektrischer Radiergummi für 99 Cent. Das ist wirklich verrückt. Ich habe mir jetzt noch so wegradierbare Gelmarker geholt, damit man damit eben zeichnen kann. Und man soll damit eben ganz feine Linien wegradieren können, aber eben elektrisch, also ohne Anstrengung. Es hat Nachfüller dabei und ich musste 2 Akkus einlegen. Aber 99 Cent, was ist das? Dann habe ich erstmal grob irgend so eine Modezeichnung gemacht. Bitte verurteilt mich nicht dafür. Ich habe es versucht. So, und dann habe ich jetzt hier am Ellbogen ja so eine Stelle oder an der Schulter, wo ich mich so ein bisschen vermalt habe und das würde ich jetzt einmal wegradieren. Ich würde jetzt eigentlich einen normalen Radierer nehmen, aber der ist natürlich nicht super präzise. Ich habe nur so einen großen und mit diesem kleinen Teil, also man muss das drücken und es klingt tatsächlich wie so ein elektrischer Rasierer oder so. Damit kann man das jetzt wegradieren und zwar ganz fein und ganz genau. Ich sag mal so, dieses Gerät fällt unter die Kategorie, naja, wahrscheinlich braucht das nur 0,5% der Bevölkerung. Aber die es haben, denen macht es vielleicht Spaß. Vielleicht macht es auch den Kindern dann Spaß. Und wenn die dann Lust auf ihre Schularbeiten haben, weil die diesen Rasierer benutzen dürfen, dann hat dieses Teil irgendwie einen Sinn. Aber hier kann ich aus Ressourcengründen wirklich keine Kaufempfehlung geben. Zumal es ein normaler Radierer tatsächlich hier auch tun würde. Nur weil er nicht ganz so präzise ist oder ich damit nicht so präzise umgehen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich einen elektrischen Radiergummi benötige.
Meine Überraschungssieger sind tatsächlich in diesem Video eindeutig diese Sortierbox, in die sogar eine Stoffschere reinpasst. Und wo wir gerade bei der Stoffschere sind, auch die ist für mich ein Preis-Leistungssieger. Gerade für den Einstieg oder als Zweitschere kann man die echt mitnehmen. Und auch die Schneidematte macht richtig viel her, macht einen guten Eindruck. Ich finde aber, die Rückseite könnte noch bedruckt sein. Was mich wirklich extrem enttäuscht hat, ist dieses Lightpad, denn für meine Zwecke hat mir das jetzt wirklich gar nichts gebracht. Da habe ich mich ein bisschen beeinflussen lassen von Reels auf Instagram, wie toll so eine Lightpads sind. Weil das ich jetzt hier gekauft habe, das hat mir wirklich bei keinem Projekt so richtig geholfen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe mir das einfach anders vorgestellt, aber vielleicht liegt es auch eher daran. Mein Fazit daraus ist aber, dass Action definitiv ein Besuch wert ist, falls du Lust auf DIY-Projekte hast aller Art. Also ob du jetzt häkelst, strickst, ob du nähst oder gerne bastelst oder plottest, du solltest definitiv mal einen kleinen Besuch zur Action wagen und viel Geld mitnehmen, denn dort gibt es so viel zu entdecken und so viele tolle Materialien und eben auch mal innovative Sachen. Viele Sachen konnte ich euch jetzt hier gar nicht zeigen, weil es einfach zu viel war. Es gibt dort wirklich alles Mögliche, auch von der Heißkleberpistole zu diversen Folienstiften gibt es da alles Mögliche. Also schau dich da gerne mal um. Auch Backutensilien habe ich tolle entdeckt. Vielleicht fährst du mal zur Action und schaust vorbei. Und dann habe ich dir ja auch noch eine Verlosung versprochen. Und zwar bekommst du von mir diese tolle Clubbox Live. Die kann man ja wirklich für jedes Projekt irgendwie benötigen und sei es, dass man einfach mal eine Pause braucht und alles dort rein tut. Die fand ich wirklich klasse. Dazu bekommst du diese wegradierbaren Gelstifte, Stickern, diese tollen Stoffsticker. Dann bekommst du das Makramee-Set, die Knöpfe und die kleinen Wäscheklammern. Dazu gibt es dann ein Nähgewichte-Set, ein Vierer-Set. Du darfst mir dann die Farben sagen, die du gerne möchtest. Alles, was ich im Bestand habe, darfst du da verwenden. Und ein Kantenformer auch in deiner Lieblingsfarbe. Das darfst du selber aussuchen. Und als absolutes Highlight bekommst du mit als eine der ersten Personen den Linealhalter, den ich dir gerade in dem Video gezeigt habe. Den packe ich dir einfach noch oben drauf, einfach weil ich Lust darauf habe. Kommentiere Nähzimmer und du nimmst am Gewinnspiel teil. Das geht jetzt 14 Tage, bis ich den Gewinner oder die Gewinnerin auslose und alle weiteren Teilnahmebedingungen findest du unten in der Videobeschreibung. Ich drücke auf jeden Fall allen die Daumen. Ich weiß, dass ihr sowas immer sehr gerne habt und genau deswegen habe ich euch auch was mitgebracht von Action. Und es wäre auch ganz toll, wenn ihr das Video natürlich abonniert, denn nur dann bekommt ihr mit, wenn ich mal wieder Gewinnspiele mache oder eben einen Laden teste und die Bastelmaterialien ausprobiere. Übrigens gibt es jede Woche 19 Uhr ein neues YouTube-Video von mir hier in diesem Kanal. Also abonnieren, Daumen hoch und Glöckchen drücken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, nächste Woche wieder. Mach's gut!